und damit herzlich willkommen zurück zu Lost in Random. Wir sind hier bei diesem Brettspiel hängen geblieben beim letzten Mal. Und ich will sagen, wir fangen direkt an. Brettspielarena. Du steckst in einem riesigen Brettspiel fest. Dies ist eine besondere Form von Begegnung, bei der du eine Aufgabe abschließen musst, um zu gewinnen. Das Ziel dieses Brettspiels ist simpel. Rücke mit der Spielfigur bis auf das letzte Feld vor. Deine Spielfigur rückt die Augenzahl vor, die du mit Dicey gewürfelt hast, sobald du die Zeit wieder freigibst. Landet die Spielfigur auf einem Feld, auf diesem Feld erscheint eine Verlangsamungsblase. Gegner oder Geschosse im Inneren der Blase werden verlangsamt. Landet die Spielfigur hier, fliegt ein Schatzvogel über die Arena. Schieße auf ihn, damit er seinen Schatz abwirft. Tipp: Ist dir ein Kampf zu anspruchsvoll? Ändere die Kampfschwierigkeit im Menü Shift. Okay. Also das heißt, die Gegner, also ich habe keinen Gegner außer die Gegner, die hier rumlaufen. Verstehe ich so jetzt, glaube ich, richtig, ne? So, dann würfeln wir mal. Wir haben eine 5. Natürlich haben wir nur eine 1. Wir können nur eine 1 würfeln. Wir sind so schwach. So, einmal das. Und... Oh, ich wollte nicht auf Q drücken. Ja. Ah, ich kann mich nicht mehr Warum konnte ich denn nicht mehr ausweichen gerade? Das war schade. So, was haben wir gewürfelt? Ich habe nicht gesehen. Mist, eine 2. Okay, steht da. Einmal das bitte. Und die Kombo fand ich eigentlich gerade gar nicht schlecht. So das, weil ich mache ja ich versuche ja die ganze Zeit dieses Blinken zu machen. Ne? Zack, Figur zieht weiter. Oh, das war gerade ein Vogel, den habe ich nicht gemacht. Ich dummes Kind. Schade. So, einmal gewürfelt. Wieder eine 2. Finde ich gut. Ein Einerbogen. Wir könnten auch die kritische 20 einfach mal holen und den da so richtig aus dem Leben kegeln. Ich glaube, das mache ich sogar. Aber, oh, von hierher, ne? So. Ne? So. Und einmal würfeln. Da ist wieder nichts. Oh toll, der Würfel hat sich einfach mal... Oh, mein Schwert ist kaputt. Ne, doch nicht. Doch, mein Schwert ist kaputt. Schade. Ich hatte mich gerade so an mein Schwert gewöhnt. Ja, mein Schwert ist noch nicht kaputt. Jetzt ist mein Schwert. Nee, ich bin verwirrt. Lass mich. So, die 2. Wir reparieren unser Schwert. Weil ich das Schwert brauche. Aus Gründen. Und das bitte einmal anpinnen. Für die nächste Runde. Ah, das war die Zeitbubble jetzt. Aua. So, wir können wieder würfeln. Es ist ein bisschen durcheinander. Ich versuche gerade zu viel, glaube ich, auf einmal. Aber ich glaube, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, ihr auch. Au! Ich konnte mich gerade nicht heilen nebenbei. Es wird langsam voll um uns. Aua! So, einmal würfeln. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt das Spiel fertig haben,
nur einmal den Heiler und das war's. So. Und da haben wir es geschafft. Wunderbar. War ein bisschen chaotisch. Ja, ich weiß. Schachmatt. Okay. Spielleiter. Wenn eine Spielfigur vorhanden ist, bewegt sie sich um ein weiteres Feld. Ziehe dann eine neue Karte. Sehr schön. Ich glaube, dieses Spiel werden wir noch ein paar Mal spielen. Bevor wir durch die Tür gehen, wollte ich mich noch hier ein bisschen umschauen, weil wir haben hier natürlich noch Geld, was wir sammeln können. Und da oben meine müden grauen Augen. A dice, child. Yes, you. Come closer. Okay, was hast du denn zu sagen, Lisbeth? You, child. I believe we can be useful to each other. Das hoffe ich doch mal. Kenne ich dich? No, nor I you. But the threads of fate weave strange fabrics indeed. Ah, okay. You see, I've noticed that you have a dice with you. Nee, das stimmt nicht. Wuff. Das ist kein Würfel, das ist ein kostümierter Hund. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't. Which Natürlich nicht. means you, hypothetically, have experience in their identification and a true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while indeed. Okay, woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Weil woher soll ich einen zweiten Würfel finden? Die hat ja gerade gesagt, in der Händlerstraße, ne? Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Oh, goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Oh, except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me, and I will take care of it. Ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass diese Lisbeth einen Würfel hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht, dass ich das möchte. Händlerstraße, die Außen ist Innenstadt. Die Außen ist Innenstadt lassen wir mal stehen. Da haben wir im Moment noch nicht viel zu suchen, sage ich mal. Aber wir haben hier oben was zu suchen, ganz bestimmt. Ganz bestimmt ist hier irgendetwas, was es lohnt, dass wir uns hierhin begeben. Ganz bestimmt. Nicht wahr? Es wäre ja nicht so, dass wir hier einfach nur... Okay, wirklich?
interessant. Interessante Designentscheidung, danke. Habe ich mal erzählt, dass ich mal Two Worlds 2 habe ich mal... Two Worlds 2 habe ich gespielt. Und Two Worlds 2 ist eigentlich, was meine Welt angeht, ein Spiel, was einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, was ich nie wirklich gespielt habe, weil ich da A, grottenschlecht drin war und das Spiel eigentlich borderline unspielbar war. Aber es hat halt, müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr Bock habt, dieses Zauberprinzip, was die da haben. Super geil. Führt aber zu weit, da wollte ich gar nicht hin, sondern ich wollte dahin. Das Spiel war so ein Spiel, das hat, sagen wir mal so, ich habe hinter keinem einzigen Wasserfall einen Schatz gefunden. Da waren lange Wege und diese Wege führten zum Nichts. Da war nichts. Keine Belohnung, nichts. Das finde ich schade. Aber nicht jedes Spiel kann ja so sein, das ist ja auch irgendwann langweilig. Aber das Spiel, das war durch die Bank. Das hat sich nie gelohnt, weit wegzulaufen. Naja, wir gucken mal hier. Der hat doch bei einem Psychonauten gelernt, oder? Hello! Can I interest you in a potion? Klar. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Das ist ein schlechtes Geschäftsmodell. You're not from around here, are you? You Nein. must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Ist das normal? Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Und ihr arbeitet aber zusammen, oder? Yes, though more by necessity than choice. Don't tell him, but my business partner lacks the imagination necessary to... Imagination? You're a mad scientist! You lack the business acumen, or even the base financial literacy to... Don't start with me, Jorid. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to ganz get eindeutig. Mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Ich meine, dass er Geschäftssinn nicht hat, ist klar. Wenn er nur an Stammkunden verkauft, wie willst du Stammkunden bekommen, wenn du nie an neue Kunden verkaufst, ne? Das ist nebenbei. Also, in welcher Branche seid ihr eigentlich tätig? The Tätlich. manufacture and sale of potions. It takes science and creativity, which I have. And fact and logic, which I have. Jared here does science by intuition. It's incredible. By which I mean it's literally not credible. You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Ich weiß aber nicht, ob ich Partei ergreifen will. Also jetzt ernsthaft. Ich meine, der logische ist ganz cool, der andere hat halt keine Ahnung von nix. Ich weiß es nicht. Soll man wirklich Partei ergreifen? Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes? It's logical for me to assume that it was a yes. Yes. Now then! Klar. I require Natürlich. 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams.
Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Aber was, wenn die Bloops nicht zur Suppe verarbeitet werden wollen? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Ich glaube schon. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Ich bin doch keine Mörderin. Oh, nobody's going to die. It'll be fine. But I trust you, and you don't need to decide now. Get the bloobs, only give them to me instead of him. Got it? Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Okay. Das wird, glaube ich, interessant, sich da zu entscheiden. Ich glaube nicht, dass ich mich großartig entscheiden kann, möchte, will, darf, werde. I've got a card up my sleeve, in my chest, up my nose, up me, And well, lo, everywhere. the number Let's 2 try it. come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not Ja, one, wir but lassen 2 den mal da, der redet ja nur. Raise the stakes with a new card. Man, he's got what he needs. Die reden alle. Alle reden. Also, wir müssen Bloobs finden und wir müssen handeln. Und zwar mit denen, die Worte handeln. Und dann ein wenig hin und Who her. wants to buy a word? I got cliniomania looking for a good home here. It means wanting to stay in bed. Ah, okay. Das finde ich gut. Und würdest du mir dein seltenstes Wort geben, bitte? Ein guter Jahrgang, bitte. My rarest word? Ha, that's a tall order. What do you have to offer in trade? Ein Witz. Let's hear it. Welches Brot kann man nicht zu Frühstück essen? How? Das Abendbrot. Oh, down, like as in duck feathers. Ah, sorry. Not a fan of puns. No trade. What do you have to offer in trade? Ein Witz. Let's hear it. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? What? Eine Knastanie. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless Yeah. and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Ihr habt mir ein The geschenkt. Ein Witz haben wir. Let's hear it. Was ergibt 3 mal 7? Why? Feiner Sand. 7, 8, 9? Oh, 7, Yeah. 8, 9. Ugh, keep that joke. I don't want it. What auf do you have to Englisch, offer ne? in trade? Why is 6 afraid of 7? Because 7, 8, 9. Das ist so doof. Ein seltenes Wort. I'm listening. Ein Wort, das man benutzt, um sich auch wenn sich mehrere Planeten in einer Reihe befinden. Es lautet Suzuchi. Das passiert, wenn sich 3 oder mehr Himmelskörper auf einer geraden Linie befinden. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Ich finde es aber schön, dass Suzuchi dabei ist. Ein noch selteneres Well, Wort. your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Ein Wort, das das Lernen selbst beschreibt. Es lautet Adlubeszenz. Das bedeutet Vergnügen. How does a small girl like you know an adult word like that?
Herman, ein alter Schrotthändler aus Einsstadt, hat es mir beigebracht. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlub. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Oblectamento? Okay. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Ich meine, ich arbeite gerne mit Worten. Ich habe ja auch nicht, also ein sehr Studium gehabt. Ach, ich hatte ein Studium, wo sehr große Worte an der Tagesordnung liegen. Pharmazie zum Beispiel. Das ist mir schon zu viel. Also ne. Bye. Danke sehr. Es war ein Oblektamentum, Geschäfte mit dir zu machen. Beautiful. Use it well, kid. Damit habe ich nicht gerechnet irgendwie. Aber schön. Belohnung, das Wort Oblektamentum. Das Wort beschreibt ein Quell der Freude. Wer in der Händlerstraße würde nicht etwas Wertvolles dafür eintauschen? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Einmal tauschen, 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 tauschen. Schnell, wir wollen immer nur tauschen. Schralk. Schralk. Was ist da? Bist du ein Bloop? Get your pre-chewed food here, smooth and silky. Du bist ja ein Bloop, oder? Ah, das ist schon wieder dieser Bug. Schade. Wie ist dein Name, Kleiner? Wirklich? Wow. Hast du irgendwelche coolen Bloop-Geschichten gehört? Interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Okay, Kleiner, rein da. Okay, die klingen echt so, als hätten die keinen Spaß. Belohnung. Die vielleicht nutzloseste Kreatur in ganz random. Jedenfalls wollen uns das die Machthaber weismachen. Okay, wofür sind denn Bloops denn zu? Naja. Guten Tag. Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything? Ich habe Would ein you? Wort, das ich tauschen würde. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Ich würde sagen, es ist Oblektamentum. That is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're Ja. very futuristic. Was ist ein Gubblegregor eigentlich? Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Just be sure not to use it in full reverse. We all know what happens then. Nein. Ja, auf jeden Fall. Great, kid. Was geschieht dann? Der Gubblegregor. Mit diesem Baby könnte man alles Gubblegreggen. Man könnte es in der Händlerstraße aber auch gegen etwas Wertvolles eintauschen. Ja, was man da wohl gegen eintauschen könnte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man kann hier hochklettern oder beziehungsweise mal Geld holen. Ich habe mich verlaufen. Aber egal, Geld bringt mir auch was. Danke sehr. Und zwar, wir wollen... Achso, der hat natürlich Sachen. Ja, Shrikes sind nicht lecker. Hier muss ich hoch, ne? Guten Tag. Die Dame, der Herr. Ich muss hier mal eben durch. Ich habe wichtige Angelegenheiten zu Angelegenheiten. Man sieht von sehr weit weg diese Fragezeichen, aber man kennt den Weg, ja? Also ich zumindest. Ne? Guten Tag, der Herr. Please, trade the Gubblegregor to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Handeln wir. Thank you. Here, have this, fossilized
skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before... forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Okay, was haben wir dafür bekommen? Ein W4. Ein alter, seit langer Zeit toter Würfel, der bei den Säuberungen des Keine-Würfel-Krieges zerstört wurde. Das dürfte Lisbeth interessieren. Das machen wir noch und dann würde ich sagen, mache ich auch erstmal ein Päuschen, schneide die Post-Production und so weiter. Und dann könnten die Folgen auch mal endlich veröffentlicht werden. Und wie gesagt, oder habe ich glaube ich nie gesagt, ich werde jetzt einfach Here's a mal... free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one's free, kid. Danke. Genau, was wollte ich sagen? Ja, ich lasse die Folgen jetzt erstmal dann einfach mal auf dem Kanal auflaufen. Das ist nicht so, wie ich das sagen wollte. Also müssen wir dafür nach oben. Aber das können wir dann später machen. Ich werde jetzt Lisbeth eine Freude machen. Und ja, gucken wir mal. Hallo. Ich habe einen dubiosen, versteinerten Schädel, der dich interessieren könnte. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Du sagtest etwas von einem... Hast du ihn etwa umgebracht? Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice, child. Well, almost. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Der Keine-Würfel-Krieg? It was a catastrophe. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic, and she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Da war ich schon. Ne, viel Glück damit, ich muss los. Goodbye, child. Take care and random rules. Ich muss noch mal kurz Good luck, reden. dice. Ah, okay. Münzen, danke sehr. Hilda, and you too, little dice. Okay, damit haben wir es, glaube ich, soweit geschafft. Da vorne gibt es noch einen Blub, aber ich mache jetzt erstmal ein Päuschen. Quiet down! I'm old and I'm tired, and I demand you respect that. Also, damit noch einmal schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Und noch kurz, wenn ihr Bock habt, können wir es gerne weiterspielen. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viele Folgen habe ich? 5? Müsste das jetzt die 5. Folge sein? Plus, minus, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ja, ich sehe ja dann, wenn es gefällt oder nicht. Aber sonst schreibt gerne auch in die Kommentare.
interagiert. Das hilft mir, in dem Sinne, dass ich weiß, da habt ihr Bock drauf und ich kann da meinem Hobby dann zielgerichtet nachgehen, weil es ist viel schöner, wenn Leute zugucken, als wenn da niemand zuguckt. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.